Hallo und herzlich willkommen zu Profound Singing. Heute versuche ich dir in 5 Minuten, sagen wir 6 Minuten, das Prinzip der sängerischen Atembalance zu klären und über den Begriff Appoggio vielleicht ein neues Verständnis für diesen Vorgang zu wecken. Viel Spaß! Im Deutschen sagen wir Stütze, im Englischen Support, im Italienischen Appoggio. Im Grunde bezeichnet es überall das Gleiche, nämlich die Anpassung des Atemdrucks und Atemflusses während des Singens. Viele Autoren und Gesangslehrer, mich eingeschlossen, mögen den Ausdruck Stütze überhaupt nicht, weil er nämlich nur einen Teil des Vorgangs bezeichnet, nämlich die von unten nach oben gerichteten Ausatmungskräfte während des Singens und suggeriert, dass es etwas Statisches sein könnte, was etwas von unten nach oben abstützt. Ich benutze daher lieber den Ausdruck Appoggio, was anlehnen bedeutet. Denn tatsächlich ist Appoggio der Prozess, in dem wir in antagonistischen Bewegungen die Ein- und Ausatmungskräfte gegeneinander lehnen und so den subglottischen Druck regulieren. Auch bekannt als La Lotta Vocale. Und wie funktioniert das nun? Wie so vieles im Gesang beginnt auch Appoggio mit einer guten Körperhaltung. Wir nehmen eine noble Haltung ein, come una statua. Der Nacken ist lang, die Rippen sind schon bereits weit, das Brustbein ist erhoben. In dieser Position lassen wir nun den Bauch fallen und lassen die Luft passiv in den Körper einfallen. Und wenn wir eingeatmet sind, halten wir die Luft nicht fest, sondern gehen sofort mit einem balancierten Ansatz in die Phonation über und lehnen die Kehle dabei elastisch gegen den Luftstrom an. Und ihr seht, das ist der größte Unterschied zur herkömmlichen Stütze. Denn die Stütze bezeichnet meistens nur den Teil unterhalb des Kehlkopfes und nicht die Bewegung des Kehlkopfs oder beziehungsweise den Gedanken, dass eben die Kehle sich auch anlehnt. Während des Singens versuchen wir nun mit den Muskeln, die wir gerade eben beim Einatmen gespürt haben, den Ausatmenkräften entgegenzuwirken und so die Einatmentendenz beizubehalten, um so unseren Luftdruck besser zu dosieren und einen unangestrengten, ungepressten, aber effizienten Stimmbandschluss zu erzeugen. Ganz konkret bedeutet das, die inneren Zwischenrippenmuskeln, die fürs Einatmen zuständig sind, halten die Rippen weit. Das Brustbein kollabiert nicht und so kann das Zwerchfell gespannt und tief bleiben. Die Bauchmuskeln schräg, gerade, die Beckenbodenmuskulatur und der untere Rücken führen die Ausatmenbewegung. Dabei wird darauf geachtet, dass die beiden Kräfte sich ausgleichen. Das musst du dir so vorstellen wie bei zwei Magneten mit dem gleichen Pol, zweimal Minus und Minus oder Plus und Plus, die man gegeneinander hält. Ne? Da gibt es ja auch so Abstoßungskräfte. Und so musst du das dir hier drinnen vorstellen. Am Ende der gesungenen Phrase lassen wir den Bauch fallen und das Ganze beginnt von neuem. So, dies war der Atmungsteil, Appoggio. Es gibt aber im Gesang auch noch andere Themengebiete oder verwandte Themengebiete teilweise, wo der Name Appoggio auch drin vorkommt und die möchte ich dir nach und nach auch vorstellen in weiteren Videos. Die Gebiete schon mal in aller Kürze. Es gibt zunächst mal Appoggiarsi in petto, sich in die Brust lehnen. Dies beschreibt vor allem die Aufrechthaltung des Brustbeins, deutet aber auch die diagonalen Kräfte hin, die zwischen Brustbein und Rückenmuskulatur wirken. Also ungefähr so, als ob du einen Stimmstock in deinem Körper hast, der diagonal durch den Körper geht und an dem du gelenkt wirst. Oder eine Schnur, die hier zieht und hier unten am Rücken. Es hilft vor allem bei Männern eine etwas kräftigere Mischung zu finden, die den Vokalis mehr ins Spiel bringt. Dann gibt es Appoggiarsi in testa, sich in den Kopf oder in die Stirn lehnen. Das ist nur mehr ein resonatorisches Phänomen, das auftritt, wenn wir eine korrekte und effiziente Stimmproduktion haben, dass wir die kinästhetischen Empfindungen in unseren Nebenhöhlen stark spüren und unsere Stimme versuchen dahin zu lenken. Vielleicht auch verwandt mit dem Begriff der Maske. Wobei die Maske ja nur diesen Teil hier betrifft
und appoggiarsi in testa auch noch alle anderen Empfindungen, die wir im Kopf spüren können, einschließt. Zuletzt gibt es noch das Appoggio della nuca, also das Anlehnen des Nackens. Das ist ein Phänomen, das sieht man bei sehr vielen Hochleistungssängern und das hilft, eine gute Haltung zu finden, in der die Kehle locker aufgestellt ist und die Kippung besonders effizient funktioniert. Um ein Gespür für Appoggio zu entwickeln, habe ich nun 3 Übungen für dich. In der ersten Übung, die ich Fassübung nenne, stellen wir uns vor, dass unser Torso wie ein hölzernes Eichenfass ist mit solchen Metallbändern. Und wir stellen uns vor, eins dieser Metallbänder läuft hier oben so über den Solarplexus bis hinten zum Rücken. Und wenn wir nun einatmen und geweitet sind, stellen wir uns vor, jetzt haben wir die Position dieses Reifens gefunden. Und wenn wir nun ausatmen mit einem PS, versuchen wir darauf zu achten, dass dieser Rippenring nicht einfällt. Mal versuchen. Come in der Statue. Stehen. Rippen schon weit. Bauch fallen lassen. Und das Ganze geht von vorne los. Wichtig am Anfang, nicht zu lange das versuchen, sondern wirklich, wenn wir noch relativ viel Luft haben, bevor es hier kollabiert, schon den Bauch loslassen. Die nächste Übung hilft dir, um das Inhalare la voce zu spüren. Hast du davon schon mal gehört? Inhalare la voce, die Stimme einatmen. Wenn nicht, dann schau dir mal dieses Video hier an, das ich dazu gemacht habe. Da erkläre ich es etwas ausführlicher. So, stell dir mal vor, du hast einen Strohhalm und du hast ihn im Mund und atmest durch den Strohhalm ein. Wenn du das machst, spürst du ganz deutlich, wie deine Einatmungsmuskulatur reinkickt. Ja? So, wenn du die so gut spürst, atme so ein und versuche beim Ausatmen ganz stark dieses Gefühl des Einatmens beizubehalten. Du kannst auch nachatmen, also kürzere Töne und dafür nachatmen. Immer minimal auffüllen, dann spürst du auch noch mehr deine Einatmenmuskulatur. Die dritte Übung ist eigentlich keine Übung, ist ein Bild. Ja? Halte die Arme vor dir wie ein Balletttänzer, so ungefähr auf der Höhe der unteren Rippen. Und stell dir vor, dass deine Rippen mit Gummischnüren mit den Armen verbunden sind, die du so stretchen kannst. Ja? Und dann singst du eine Phrase und nimmst deine Arme auseinander und stellst dir vor, dass du so deine Rippen weitest. Das hilft sehr für einen langen Atem und hilft dir auch wiederum, das Appoggio und Inhalare la voce zu finden. Wenn dich das Thema Appoggio interessiert, dann schau dir unbedingt auch das Follow-up-Video an, was ich gemacht habe. Da gehe ich noch etwas mehr in die Tiefe und erkläre etwas ausführlicher. Und schreib gerne auch in die Kommentare, was deine Erfahrungen mit Stütze und Appoggio sind und ob sich dein Verständnis nun leicht verändert hat oder nicht. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleib immer gut bei Stimme und bis bald.